Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact. There you have it. The evidence speaks for itself. It's no wonder Lady Ningguang was so concerned with the security of this area. I doubt even Captain Beidou will manage to come out of all this unscathed. Der Schmetterling hat sich gerade teleportiert. Aber sonst ist keiner mehr hier, ne? Nur noch die beiden. Ja. Huh? Did Beidou leave already? Maybe she went back to her ship. If you're looking for the captain, she was summoned by Lady Ningguang. It seems that the Crux clash got out of hand this time and has attracted her attention. Captain Beidou was muttering something about Ningguang being a stick in the mud as she headed off to Liyue Harbor. It's not unusual for those two to be at odds with one another. But still, Captain Beidou was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. She had been looking forward to it for quite some time. The one who stole the vision was originally to be this hero's opponent in the final round. He knew he stood no chance of winning the match, thus the wicked idea of stealing the prize took hold in his mind. In which case, the Crux clash comes to a clear-cut conclusion. Huh? So that's what happened? If that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified, and our hero here is the champion. Paimon thought we'd win and all, but not like this. It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor deserved. Now, let me go prepare the champion's medal to award you. Yes, I believe so. Though Captain Beidou is no longer present here, I'll be sure she receives word of it. She is a woman of her word. But the voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a perpetual tempest the entire trip. In fact, the relentless rain and wind are also an embodiment of the Raiden Shogun's will to close the nation. Hold on a second. You're saying she can change the weather just with the power of her mind? Let us not forget that this is one of the 7 Archons. If Liyue's Morax could form Guyun's stone forest by casting down his stone spears, then it should come as no great surprise that the Raiden Shogun is capable of summoning an eternal tempest. Suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, the Alcor will need some time. You will be notified once all the preparations have been made. In the meantime, I intend to embark on a journey of my own. I will travel all across the vast lands of Liyue in the hope of finding a way to reawaken the vision. Paimon believes you'll find a way for sure. Thank you. May both our journeys prove meaningful. One final word of warning. The part of your journey that lies after the storm may well prove to be the most arduous. Oh Gott. Oh. So. Vier Stück noch. Mann, das wären halt noch 2 ganze Puls. Aber ich will nicht. Ich weigere mich. At least ist mein Tisch jetzt fast fertig. Ich muss jetzt nur noch abwischen. Oh, du bist es. Du bist hier. Ich kann sehen, dass du kürzlich ganz schön viele Abenteuer erlebt hast. Wie es der Zufall so will, habe ich einige Anliegen, für die ich einen erfahrenen Abenteurer bräuchte. Wenn du interessiert bist, suche
Dian. Ich habe die Aufgabe, Aufträge zu verteilen, an Sie weitergegeben. Bis jetzt gab es nichts, was mich interessiert hätte. Und zu Zeiten wie diesen braucht die Abenteurergilde jemanden, der die Stellung hält. Na gut, wenn du diese Aufgabe gerne übernehmen würdest, suche nach Dian. Sie muss irgendwann aufwachsen. Ja, dann haben wir die Mission zumindest angenommen. Wir sollten generell alles annehmen, was wir sehen an Sidequests. Einfach annehmen. Die können wir ja irgendwann mal später machen und wir können auch mal hier reingucken, was hier beispielsweise Urgestein gibt, wie zum Beispiel das hier. Und dann können wir hier die Urgestein-Missionen einfach rauspicken. Und die anderen können wir irgendwann später machen oder im Stream. Ad Astra Abyssosk. What can I do for you, traveler? Ah, yes. I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux fleet regarding your passage to Inazuma. Is that correct? Natürlich. Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. Warum? Also. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? The fleet is nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get underway. Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Seems Beidou is the captain of her word. Of course! There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll see for yourself once you're on board. So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take is another achievement. Until we meet again, Ad Astra Abyssosk. Oh, it's kind of hard to say goodbye now. We practically see each other every day. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be... So there's another Catherine in Inazuma? See, there's no need to get all sappy now. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. The ship is currently anchored off of Guyun Stone Forest. Okay, thanks for coming all this way to let us know. Just following orders. I'll see you two aboard the Alcor. Oh. Und die ewige Utopie. 13 Tage. Das hier zählt auch noch 13 Tage. Nice. Das heißt, das ist die Quest. Der unbewegliche Gott und die ewige Utopie. Ja, die Quest wird wahrscheinlich länger dauern. Ja, hoffen wir einfach mal. Ah, jetzt fühlen sich meine Finger voll dreckig an, weil der Tisch so staubig ist. Ah. Das bereitet einem wirklich Kopfschmerzen. Was sollen diese Symbole, die der vorherige Steuermann gezeichnet hat, bedeuten? Sind das Ortsmarkierungen, wo sie auf das schreckliche Ungeheuer gestoßen sind? Ich bin der Steuermann der Flotte. Es ist... Steuerfrau. Es ist meine Aufgabe zu navigieren, den Kurs zu bestimmen und zu kartieren. Heißt das nicht kartografieren? Unser vorheriger Steuermann wurde leider zu alt für die Arbeit, daher habe ich für ihn übernommen.
Er liebte es, ungewöhnliche Symbole in seine Seekarten zu benutzen, aber er hat nie erklärt, was sie bedeuten. Ich nehme aber an, dass die meisten Steuermänner so eine Eigenart haben. Für den Steuermann ist es wirklich schnell und bequem, nur für andere ist es mühselig und zu entziffern. Alright. Erstmal aufs Ballista draufklettern. Ah, you finally made it. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of eternity. Anchors away! Jetzt wird Lumine gleich ausfaden und zu ihrem normalen Skin wechseln. Oder auch nicht. Da finde ich, hätte man noch so eine Szene einbringen können, wie beispielsweise in Tales of Berseria. Erstmal ewig laden. Also beispielsweise, wie sie den Sturm durchbrochen haben. Das muss ja ungeheuer interessant gewesen sein. Vor allen Dingen, weil ich sowieso ein Piraten-Fan bin, so ein bisschen. Lumine sieht halt voll kacke aus ohne Skin. Vader geht immer noch klar, weil ich mag sie mit Skin mehr, weil Augenklappe. Oh, hi there. Oh. Ja, und jetzt haben wir den an der Backe erstmal. So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. Shush! You can blame your almighty Shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. Prügel ihn einfach, bitte. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. It seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. Oh, it's sure nice to hear you say that. With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Oh, right. Kazuha. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter Warum what hat sie den perilous eigentlich storms you mitgebracht? encounter. Die hätte den ja einfach in Liyue lassen können. Die versteht sich ja eh mit Ningguang, also hätte der bestimmt so lange im Jade-Palast chillen können. Fair seas, Captain
Now then, first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna walk into the government's hands? Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. Hi. Ich werde es by the way jetzt so machen, wenn ich ein Elektro-Einsammelding finde, das relativ nah ist und kein Umweg, dann werde ich das aktivieren und auf der Map direkt aushaken. So. Deswegen mache ich jetzt schon mal die Interactive Map auf. Fupp. Die Anemo-Dinger sind immer noch ausgehakt, das ist nice. Die Geo-Dinger, die sind alle noch ausgehakt. Das ist nice. Elektro-Dinger, alter Verwalter, gibt's da viel. 181 Stück, aber immer noch nichts gegen Dendro. Also pass auf, Anemo-Colis waren 65. Bei den Geo-Dingern waren es 131, bei den Elektro-Dingern sind es 181 und bei den Dendro-Dingern 235. Bin ja mal gespannt, was das nächste Element sein wird und wie viel das sein wird. Holy shit. Holy cow. So, hier haben wir schon mal einen Teleporter hierhin. Ja, wir sind jetzt hier unten. Da ist der Dungeon, den wir für Barbara brauchen. Und da ist die nächste Statue. Die ist da oben. Aber dafür müssen wir erstmal hier entlang. Hier ist ein Angelspot. Angelspot. Angeln werden wir im Livestream auch irgendwann mal machen. Da werde ich einfach so einen Angel-Livestream machen. Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you, Toma. You must be new here. Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. Oh, well, I'm sorry. We cannot approve entry for purely personal reasons. So, unless you have a valid reason for visiting in accordance with the rules... My apologies, but I'll have to ask you to... Here are their entry papers, for your kind perusal. What? Take your time. No rush or anything. I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to Rito. So, where do we go next? The Outlander Affairs Agency. They only check entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. Sheesh. So it is super strict, just like everyone says. Well, let's not forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku Decree in force. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very well. Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. The Kanjo Commission? Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma.
responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? Ja, wir haben nichts gehört. Alright. Für einen kurzen Moment hat das so ausgesehen, als hätte wäre die Lady da mitgejumpt. Aber das habe ich mir anscheinend nur eingebildet. Ah, stimmt, bei der gibt's Löwenzahn zu kaufen. Ich erinnere mich. Die verkauft ein Löwenzahn, also die verkauft 5 Löwenzahn, ein Löwenzahn für 50.000. Aber wir dürfen jetzt noch nichts machen, wir dürfen noch nichts shoppen und gar nichts. Wir dürfen halt null niente nada machen. Aber dann gehen wir kurz mal die Statue aktivieren. Und hier am Dach ist noch hier oben ein Elektroding. Ich muss sowieso sagen, ich habe Lumines Fähigkeiten, die nicht Wind sind, nicht wirklich gut ausprobiert. Das einzige, das ich gut ausprobiert habe neben Wind, war Dendro, weil ich sie eine ganze Zeit lang Dendro gespielt habe. Da oben ist ein Elektroding. Das markiere ich mir direkt. Damit ich es nicht vergesse. Ich werde Lumine jetzt erstmal ein bisschen auf Elektro spielen. Ja. Ja. Was braucht ein Lumine für ihre Elektrokraft? Diese Scrolls da. Erhöht den Aufladerate-Effekt der Amulette des Überflusses von Blitzschattenschwert. Aha. Verkürzt beim Aufnehmen von Amuletten des Überflusses, die durch Blitzschattenschwert entstanden sind, durch andere Truppenmitglieder in der Nähe, die Abklingzeit von Blitzschattenschwert um 1,5 Sekunden. Du beschwörst den Schutz der Blitze an deine Seite, stößt Gegner in der Umgebung zurück und verursachst Elektroschaden. Beschwört beim Treffen von Gegnern mit Standardangriffen oder heftigen Schlägen der aktuellen eigenen Figur einen grellen Blitzschlag und fügt Gegnern Elektroschaden zu. Stellt beim Treffen von Gegnern mit grellen Blitzschlägen der jeweiligen Figur Elementarenergie wieder her. Aha. Für 3 schnelle Blitzschattenhiebe aus, die Gegnern Elektroschaden zufügen und Amulette des Überflusses bei getroffenen Gegnern hinterlassen. Kann anfänglich bis zu 2 Amulette des Überflusses erschaffen. Entfernt bei Anwendung dieser Fähigkeit alle bereits selbst erschaffenen Amulette des Überflusses. Amulette des Überflusses. Nähert sich eine Figur dem Amulett des Überflusses, werden folgende Effekte ausgelöst. Stellt Elementarenergie wieder her oder erhöht die Aufladerate während der Wirkungsdauer. Du hast mit Paimon darüber gesprochen, wie sich Elektrizität ausbreitet. Verbraucht eine gewisse Menge Ausdauer und schwingt das Schwert 2-mal schnell nach vorne.
schlägt beim Fallen aus der Luft auf den Boden, greift alle Gegner in der Bahn an und verursacht beim Aufkommen Flächenschaden. Okay, das ändert sich, da tun wir natürlich auch noch. Also hier ist alles gleich geblieben, ne? Nur, dass wir jetzt keinen Wind mehr schlagen. Und das ist auch gleich geblieben. Alright. Das war ein Fail. So. Und somit haben wir unser erstes Elektro-Ding eingesammelt. Ja. Ich markiere es mir mal kurz. Das sind die Inseln da. Well, also ich denke mal von hier aus sollte ich da doch hinkommen, oder nicht? Ich versuch's mal kurz. Ich müsste nämlich genug Ausdauer haben, glaube ich. Wenn nicht, stürze ich ins Wasser und teleportiere mich. Aha. Scheint, dass man die Insel nicht frei betreten oder verlassen kann. Eieiei. Bist du ein Affe, Junge? Aber es hat sowieso etwas strange ausgesehen. Also ich meine, wir kommen da eh hin. Wir müssen nur das da aktivieren. Aber dafür müssen wir halt erstmal ausreisen dürfen. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Jetzt könnten wir uns überlegen, solange Lumine auf Elektro ist, wen wir statt Keckwin mitnehmen. Weil Elektro haben wir. Und ich mag es immer gern, verschiedene Elemente mitzuhaben. Oh ja, hier müssen wir auch noch entlang. Dauert sogar nicht mehr so lange. Gehen wir mal kurz gucken. Viel Auswahl haben wir ja eh nicht. Wir könnten halt Ganyu mitnehmen, wir könnten Noel mitnehmen. Ja, und die anderen sind nicht gelevelt. Ding will ich noch leveln, hier Mona. Die habe ich nämlich noch nie probiert. Und Eis natürlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht immer Bock auf den Bogen, Char. Ich meine, Bogen ist nice, aber ich würde auch noch gern mit anderen als Bogen spielen. Das Problem ist, wir haben nur Rosaria, die wir ATM leveln können. Die es wert sind, gelevelt zu werden, besser gesagt. Weil Layla ist halt hier Ding, ne? Nicht Inazuma, Sumaru ist die. Sumaru. Aber Kiki können wir zumindest auf Level 20 hauen. Damit die hinter den Mails ist. You've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency, both of you? Yes, please. Okay, the processing fee will be 2 million Mora. 2 million? For a processing fee? Are you serious? That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry, you can trust my math.
so much questioning your math as... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing fee, I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? That's not how you haggle! By all means, bargain the price down, but... Alright then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Much obliged. She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here! It's not as mind-boggling as you think. A processing fee is just a figure of speech. The way some here at the agency see it, the fees are easy money, so it becomes a question of how much they can make. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency... Then they'll milk them for all they're worth! Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this closed nation era, there's very little that can be done about it. The most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association built by and for Outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for Outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Sounds like just staying alive is an achievement when you're an Outlander in Inazuma. I see. So this is the real purpose of your trip. Yes, given that you are Outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. Huh. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? Uh-huh. And is that likely? Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. Really? Wow! The Rito Fixer's better connected than we thought! I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it can be done. However, before we get there, connections come at a high price, you understand? Not you too! No. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora. In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something you really want, you'll have to agree to help other people solve some of their problems first. I like to do things in a way that keeps everybody happy. It's my own personal rule for dealing with situations like this. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone indebted to you. Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help. The head of the association is called Carisio, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. Alright. Und damit danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Genshin Impact wieder ein. Ciao.